Moin Leute, da sind wir wieder. Guten Morgen. Heute Samstag und ja, nebeliges Wetter. Herzlich willkommen nochmal. Heute die zweite Folge Hafen Heino on Tour. Mein Kameramann ist auch wieder dabei und heute haben wir Folgendes vor. Und zwar nicht auf dem Wasser, sondern unterwegs mit einer, oder besser gesagt zwei Ryker Rally von Multhaub gesponsert. Multhaub Sports. Sind 82 PS Maschinen. Machen ziemlich Spaß. Der Plan ist, dass wir einmal die Häfen anfahren, ein bisschen Weihnachtsgeschenke verteilen und ja, der Plan ist einmal nach Sito, gucken, ob der Hafenmeister da ist, Ludorf, da gibt es vielleicht noch einen kleinen Tipp für die Gastronomie und Rechlin auf jeden Fall einmal anfallen. Einmal guten Tag sagen, gucken, wie die Lage ist, ja, und dann nebenbei auch noch ein bisschen Spaß haben. Wir wollen mal hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen aufbricht. Sehr neblig heute früh. Aber wir drücken die Daumen. Das wird schon. Always playing games in the strangest ways. You come and go, 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 just like before. So, wir starten heute hier in der Marina Eldenburg. Oh, you're just the same as I used to know. Always playing games in the strangest ways. You come and go, 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 just like before. I should have known. I should have known. You reminded me of love. Just walking down. Die beiden geilen Dinger. Die Ryker Rally. Damit werden wir heute ganz viel Spaß haben, hoffe ich mal. Und ja, eine kleine Promotour machen, ein bisschen Giveaways verteilen. Du hast die gelbe, ich habe die blaue. Und ja, wir begrüßen Dima noch. Der kommt für den Quad mit, ist unser Geburtstagskind heute. Happy Birthday. Lauter, lauter. Happy Birthday to you. transportiert So unser reicht, ganzes glaube ich. Zeug. Läuft. Genau, wenn wir ihn nicht mit hätten, würde es heute keine Geschenke geben. Dann würde Weihnachten ausfallen. Dima, wie alt bist du eigentlich? Wie jung bist du eigentlich geworden? 30. 30, alles klar. Sieht man. Sieht man. Der ist ja geil. You're just the same as I used to know. Always playing games in the strangest ways. You come and go, go, go. For I should have known. I should have known. You reminded me of love. Just walking down, I know it's in my blood. Soll ich dich anschieben? Russische Technik. Ich sag, woher habt ihr eigentlich die geilen Kistenjörnchen? Die haben wir von Multhaub zur Verfügung gestellt gekriegt. Ganz ehrlich, mehr geht nicht. Was hast du denn? Nee, Pause, mir ist kalt. Oh, es ist kalt. Ich glaube, der Russe friert nicht. Nee. Zum Wodka getrunken. Leider nicht. Kommt noch. Just like an old friend coming up, yeah, I know them. Popped up in the driveway. Oh, hallo, wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Hafen Sito Dorf und leider ist kein Hafenmeister da. Und der Hafen ist auch weg. Der Hafen ist weg, es ist ziemlich neblig. Aber egal, wir hängen ihm einfach was an die Tür, falls ich ihn dann irgendwo Du, Heino, finde. Wo ist denn der Hafenmeister hier? Hafenmeister ist immer da, wo Hafenmeister dran steht. Ah, Hafenmeister. Laufen wir mal schnell hin. Sito. Sito, da gibt es eine ganz tolle Geschichte. El Nino. Oh. Rückwärts einparken, stockduster. Wir sind immer noch unterwegs. Hier in Linie festgefahren. Gott Huhn. Aber du hast ja keinen Bock mehr, ne? Ich erzählen, dass die Axopar kein Benzin mehr hatte. Ach nee, Lieber sag lieber nicht, nichts. ne? Aber zu meiner Verteidigung, wir hatten den Tag 5 Einsätze. Ja, das war auch Und irgendwann ist bei der Axopar dann auch mal der Kraftstoff leer. 21 Uhr habe ich einen Anruf gekriegt. Ich habe kein Benzin mehr.
Gut, für den Hafenmeister Sito, ich werde ihn morgen mal anrufen, mal gucken, ob er das gefunden hat. Liebe Weihnachtsgrüße von Yachtschalter Schulz. Alles klar, auf geht's, weiter nach Röbel. Looking for problems, one look and I'm all in. It's late in the morning, 5 fall down and I can keep calling. I got a couple old friends, I swear I'm trying to make amends. Forget the years I haven't been, and we can ride around again like before, making up our own laws. I got a couple old friends, yeah. And it's just like an old friend, coming up, yeah I know them. Locked up in the driveway, locked up cause it's stolen. Looking for problems, one look and I'm all in. It's late in the morning, 5 fall down and I can keep calling. And it's just like an old friend, coming up, yeah I know them. Locked up in the driveway, locked up cause it's stolen. Looking for problems, one look and I'm all in. It's late in the morning, 5 fall down and I can keep calling. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know you. I'm sad, I know you. Who are someone that's afraid to let go? You decide if you're ever gonna let me know. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know you. I'm sad, I know you. That's afraid of you. You decide if you ever go. That's afraid of you. You decide if you ever go. You decide if you decide if Eis oder Handschuhe, das glaubt ihr gar nicht. someone that's afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know you. I'm sad, I know you. If you ever try to let go. Someone that's afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Suicide. So, jetzt darfst du auch mal vor die Kamera. Wo sind wir denn hier, Jörn? So? Hä? Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Karte geguckt. Aber ich glaube, Dima hat gesagt, wir sind jetzt in Röbel. In Indien. Ist Dima. Ach, das ist Dima. Alles klar, ja. Das heißt, es ist erstmal Frühstück. Frühstück. Mahlzeit Nummer 3 heute, wie Heino sagen würde. Ja. Currywurst mit Pommes. Ja, wir sind in Deutschland. Vermummung ist verboten. Dein Mund da irgendwie Echt? durch. Und ja, das transparent nennt sich das. Was ist hier los? Du hast eingepullert? Das ist ein Oder? bisschen eingepullert hier, ja. Aber ist nicht schlimm, das trocknet wieder. Kann Dima ja ein bisschen pusten. Hinter Dima zu fahren macht bei den Stollen auch nicht so richtig Spaß. So der ein oder andere Pflasterstein kam da schon in meine Richtung geflogen. Kuchen und Tortenbar, Bäckerei. Gehen wir da jetzt rein? Ich glaube, Ja. also wir hätten euch gerne besucht. Kuchen und Tortenbar Röbel, aber leider habt ihr zu. Dann geht's halt heute ins Wohnreif. Nordisch erleben. Na, mal gucken. Kaffeekuchen, Punsch und Glühwein. Keine Hand frei, ich kriege die Tür nicht auf. Dankeschön. Irgendjemand stand im Weg. Irgendjemand stand im Weg, ja. Kennenlernen. Ihr seid mit dem Moped unterwegs? Wir sind mit dem Moped unterwegs. Nee, Wir zu machen Fuß. Eine jetzt Promotour. Er stolpert Nee, gerne. ja, Hafenheino und Tour. Müsst ihr mal googeln, Hafenheino. Okay. Bin ich. Alles klar. Klingel. Ja, Charter Schulz, Brand, guten Tag. Sie der Initiator waren, das Hallo. Milchkaffee kriegen Sie zuerst. Ah, das ist prima, danke Wir haben schön. geöffnet heute, ja. Eine Milchkaffee gibt es auch, ja. Ja, 3 Stück, alles klar. Bringen wir gleich an den Tisch, ne? Tschüssi. So, Heino, sind wir? Satt aber noch nicht. Woran lag's denn? Es gab nur Kuchen und Kekse. Haben wir anstandshalber Ich glaube, das war wegen Milchkaffee getrunken. Warte und mal. Anstandshalber? Ja, Du? ja. normal, aber, oder? Also, Premiere. willst du mir damit sagen? Weltpremiere. Ach, gar nichts. Ich hatte da nur so eine Idee. Was willst du mir damit sagen? 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 Was willst du mir
noch einen Knopf drücken, so machen und dann auf die Kiste. Frühstück Nummer 4. Ja, hoffentlich kriegen wir belegte Brötchen heute mal. Also Mahlzeit Nummer 4 für Heino heute. Jetzt versuchen sie mal bei den Mecklenburger Backstuben. Und was haben wir vergessen? Na? Hä? Mütze. Ja. Ja. Schon wieder was vergessen. Wie man merkt, merkst du was? Ja. Gewisses Alter. Sag mal, was ist das hier schon wieder für eine Aktion? Anbeißen und rüberlegen? Er ist schuld. Na Horst? Was, einkaufen oder was? Ja klar. Was hast du denn gekauft? Plan B. Plan B, was willst du mit Mülltüten? Dankeschön. Hä? Kannst du dich noch an unseren Einsatz Südmüritz erinnern? Ja. Ja. Okay. Aber wir haben doch gar keinen Sturm. Nee, den brauchen wir Und auch. keine Wellen. So, Heino, da wir gerade fertig sind mit dem Essen, Ja, war lecker. wird ja die Frage berechtigt sein, was gibt's eigentlich zum Mittag? Ich hoffe mal Currywurst mit Pommes heute. Aha. Na, wir schauen mal. Oh. So. Erdbeer. Da gibt's auch so ein cooles Lied dazu, ne? Sommersonne, Ich muss noch Kuchengabe, Blumen kaufen. eiskalte Limonade, Ich glaube, die kriegst du jetzt nicht so gut mit. Sonnenbrille Kann ist das ein sein? Muss und Filterkaffee ein Genuss. Und der Erdbeer, Kaputt, oder was? Kaputt. den musst du mal Ah, versuchen. dieser. So, Mutti hat gesagt, zieh doch mal einen Rock an. Den musst du mal So, probieren. jetzt zieh dir mal einen Rock an. sag mal, welche Drogen hast du denn heute Morgen genommen? Du, ich teile nicht alles mit dir. Das ist... Ja. Hafen Ludorf. Lange hier. Sogenannter Flachwasserhafen. Ist für Yachten gesperrt, weil kaputt und ist auch ziemlich flach hier. Aber dem Imbiss tun wir mal was Gutes hier. Falls sich mal jemand festfährt, machen wir da noch einen Aufkleber dran. Ja, optisch auch gut, ne? Ja, wie immer. Samstag. Ah, Kundschaft. Autoversand Hamburg, guten Tag. Hallo, mein Schätzchen. Na, Ich habe gehört, du bist gar nicht da. ja, das ist korrekt. Erdbeerkuchen, den musst du mal versuchen. Jetzt ist jetzt geschlossen. Den musst du mal probieren. Ja. Dann ist hier wohl kein Hafenmeister. Und alles zu sonst. Naja. Der wird bestimmt irgendwann mal langkommen hier. Gucken. Und wird sich freuen. Schöne Grüße an den Hafenmeister. Den musst du mal probieren. Den musst du mal probieren. So viel Zeit muss sein. Ja, er hat seinen Rock heute auch wieder angezogen, damit er sich nicht einkackt beim Zigarre rauchen. Lasst es euch schmecken. Heino, warum sagen wir denn eigentlich immer, dass wir den Gästen empfehlen, nicht in den Hafen Ludorf zu fahren? Warum ist er dann eigentlich gesperrt, der Hafen, Jörn? Wir gucken uns das mal an. Ich glaube, manche Fragen erledigen sich von alleine.
oder Optisch erklären jetzt, sich ja, von klar. alleine. Okay. Optisch ist das nicht mehr so ganz ansehnlich. Warum sieht das eigentlich so aus, als wenn du einfach stupide in den Nebel läufst? Man sieht nichts. Es ist Sicht unter 50 Meter. Also ich habe dich hier im Bild, aber mehr auch nicht. Na, da hinten. Guten Tag. Sehr flach hier. Sehr flach. Ja, hier vorne würde ich dann auch nicht mal mehr mit der Axopar reinfahren. Wir haben vor kurzem ein Segelboot hierher gebracht. Okay. Mussten wir hier anlegen, also selbst hier zwischen den Dalben rein. Es ist sehr, sehr flach. Bitte. Jetzt sagt er aber bitte keinem, dass wir hier mal raufgegangen sind. Treten verboten. Oh, oh. Heino, wir beiden Analphabeten. Ah, umdreht. Warte nochmal, dreh mal das Schild um. Ja, das sieht ja keiner. Oh, toll. Oh, ich komme mit meinem Rock hier gar nicht rüber. Die haben dich gerochen. Eigentlich wollte ich eine fangen. Ja, zum Mittag. Ist ja nachher gleich Mittag. Tja, warum ist das Ja, gesperrt? jetzt könnte man eigentlich sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, da machen wir einen neuen Stützpunkt auf hier. Neue Basis. Ludorf. Also hier sieht man, warum hier der Hafen gesperrt ist. Hier sind die Verbinder schon nicht mal mehr. Mann heute im Einsatz hier. Ne? Ist deine Kamera mit? Nee, hab ich vergessen. Ah, hast vergessen, ne? Gut, da fliegt ein Vogel. Und das sieht alles ziemlich beschissen aus hier. Wenn man das so sieht. Wirklich sehr schade. Der Hafen an sich, wie gesagt, eigentlich sehr schön gelegen. Auch immer einen Dampferanleger hier gehabt. Seitdem das alles nicht mehr repariert wird, fährt hier natürlich kaum auch ein Fahrgastschiff oder ein Privatkunde den Hafen an. Also Boote mit wenig Tiefgang, kleine Sportboote, ist gar kein Problem. Für die größeren Schiffe im Augenblick nicht so ideal. Ganz schön gefährlich hier. Warum? Hier darf ich nicht rauf. Oh. Du erst recht nicht. Was soll denn das heißen? Oh, jetzt sind wir beide drauf. Ach du Scheiße. Guck mal, da ist der Steg gleich runtergegangen. Warte mal, gehen wir nochmal runter. Der kam gleich 10 cm hoch, Heino. 80 Kilo. Kampfgewicht. So, hier in Ludorf haben wir die 5 Tonnen gefunden. Die Ludorf 1 und 2. Und die beiden alten Tonnen und die Tonne Müritz Mitte. Ach nee, das ist Heino. Hallo, Müritz Mitte, hier, Tonne. Gebrauchen Kannst du Was mal denn? kurz anschreiben? Das andere links, die Matte. Das andere, die andere Seite, jawohl. Oh Mann, ey. So, das hast du gut gemacht. So, Was hast du denn da? deswegen mal. Rechts, was hast du denn mit rechts immer so viel zu tun? Der hängt vorne etwas runter. Wenig. Irgendwas stimmt mit der Hasi nicht. Harry, hol schon mal den Wie geht's eigentlich dem Letzten, der das zu dir gesagt hat? Muss mal in die Kühlung gucken. Ja, kurze Inspektion muss man ja auch immer machen. Gucken, ob alles in Ordnung ist. So, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, Was ist da los? Oh, Letterman. Er hat doch immer alles dabei. Also einen Rock hat er immer noch an. Nur einen Rock an. Hast du immer einen Rock an? Ja, Kleinstreparaturen, wie immer, sofort erledigen. Bevor wir verlieren oder was kaputt geht, kümmern uns doch. Wir sind doch umsichtig. Eben gerade bei TikTok geschrieben, Jörg schon wieder mit seinem Stummel. Oh, ach nee. Zack.
Fertig. Fertig. Er muss immer durchdrehen, ne? Sag mal, Heino, wie sieht's eigentlich aus? Hunger? Aber guck mal auf den Zeiger. 3:15. Ich bin schon über der Zeit und zwar 45 Minuten. Jetzt ist erstmal Mittag. Wollen wir hier unseren absoluten Geheimtipp mal kundtun? Das können wir machen, wenn wir gleich drinnen sind. Jetzt erkennt man ja noch nicht viel, aber ein sehr gutes Restaurant, was wir seit Jahren besuchen. Und die schönste Geschichte ist in dem Sinne dazu, dass wir beide hier festgestellt haben, dass wir absolut blind sind. Wieso? So haben wir die Karte gehalten und dann kam die Kellnerin an und hat uns eine Brille gebracht. Und wir konnten so schauen. Das war sehr lustig. So, also wer auf der Müritz unterwegs ist in Richtung Miro, der hat die Möglichkeit in der kleinen Müritz unten beim Fischer anzulegen. Und kann dann fußläufig hier dieses kleine idyllische Restaurant besuchen. Ist wirklich mega. Wir fahren hier sehr oft her. Mit dem Boot ist das immer ein schöner Ausflug von Wahn. Dima, du hier? Das ist draußen hin, ne? So, wir gucken mal einmal durch kurz. Was möchtest du trinken? Das hat so gut geschmeckt, das Bier damals. Ja, aber hier gibt es alternativ jetzt ein anderes. Genau. So, das ist die Henngarage hier. Ne? Alles da, die haben auch an alles gedacht hier, ne? Einmal Glatze poliert. Brille? Nee, ich habe keine Brille mit. Tagesangebot, habt ihr schon gesehen, die von am Nee, haben wir noch nicht gesehen. Thunfisch mit Teriyaki-Lack in der Vorspeise. 26. Oktober haben wir heute. Wir brauchen gar nicht in die Karte schauen. Wir haben eine Empfehlung bekommen. Wir nehmen jeder einmal die halbe Ente. Ist Am ja auch 26. Oktober. Ich habe 2 halbe genommen, ich will die ganze. Es ist doch schon fast Weihnachten. Ne? So. Da können wir doch. Vorbildlich wie wir sind, Alster, trinken wir natürlich alkoholfrei. alkoholfrei und die Masala Sprite Wasser mit Gurke. wohl bekommst. Prost. Auch für die alten Herren unter den Kissen. Da kann ich zwar nicht. Oh, du bist so gut zu uns. So. Hast du das gesehen, dass wir schon etwas älter sind, ja? Ich lesen. Ich habe keine Du Brille kannst schon mehr. wieder nicht lesen. Nee, bleib mal auf der ersten Seite. Warum soll ich denn, was soll ich denn hier vorlesen? Aha. Wo sind die Toiletten? Im Eingangsbereich hinter der Schwenktür. Okay. Okay. Was ist das für ein großer Baum auf Ihrem Hof? Ein Ahornbaum. So, mal gucken. Ahornbaum. Wo sind Ihre Kanus? Wir haben keine Kanus. Das ist auch immer, die Leute teilweise bei uns in den Hafen kommen und nach Yachtschalter Schulz fragen. Dann sage ich sag, Boote gibt es hier nicht, wir sind eine Autovermietung. Ne? Und wo ist der Hofladen? Wir sind ein Restaurant und Hofcafé. Wir haben keinen Hofladen. Ne? Wie kann ich bei Ihnen zahlen? Die Frage höre ich auch jeden Tag. Bezahlung sind mit Bargeld oder EC-Karte möglich. Also wie überall. Haben Sie Zimmer? Nein, haben wir nicht. Können Sie die Gardinen zuziehen? Nein, wir haben keine Gardinen. Ja, auch dieses Restaurant zu finden bei Instagram, Facebook und leider nicht bei TikTok. Ja, Heino. Mahlzeit Nummer 5. Ja, Ente mit Klößen, selbst gemacht. Wir drücken mal die Daumen, dass es auch schmeckt. Aussehen sieht's, ja, Sehr gut. und schön Soße. Sehr gut. Reicht dir das, Dima? So für einen hohlen Zahn? Zwischendurch, ja. Guten Appetit. Mahlzeit. Tja, Heino, hast ja mitgekriegt. Wir müssen unsere Tour abbrechen. Wir sind jetzt echt raus, weil sich einer festgefahren hat. Ja. Ich kriege einen Standort jetzt geschickt. Können wir nicht mit Quad aus? Mit dem russischen Quad kriegen wir das bestimmt hin. So, bis zum nächsten Mal hier im Wiebeldorn. Tschüssi. Ja, Heino, so wie es aussieht, er hat nochmal angerufen.
brauchen wir da nicht runter. Okay. Die werden gerade von jemand anderem schon freigeschleppt. Dann können wir doch unsere Tour fortsetzen. Gebt ihr auf nach Rechlin. Freu. Das Wetter ist auch perfekt jetzt. So, Heino, jetzt haben wir die Wahl. Möwen lässt für Mahlzeit Nummer 6. Ist geschlossen? Nein, hör auf. Was machen wir denn jetzt? Die letzte Mahlzeit ist doch bestimmt schon eine Viertelstunde her. Ich habe Hunger und wenn ich Hunger habe, werde ich böse. Also keine Auschecks mehr heute. Naja, das sieht cool aus. Ja, ne? Macht auch Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst kennst du hier immer nur das, na, wie heißt das? Strike. Genau, ne? Wir fahren gerne rückwärts. Aha. Kannst du kaufen in Waren an der Müritz, Auto aus Multaub. Nee, lass mal durch, ich fahr E-Roller. Kosten auch so ab 11.000 Euro. Gehen die los. Ja, kann ja mal Schatzi fragen, ob er mir das zum Geburtstag... Frag Schatzi mal, genau. Hafenmeisterei gleichzeitig. Ist unten der Hafenmeister. Ist der auch da? Der ist da. Guck mal, da kommt er gerade hoch. Das ist schön. Den wollen wir nämlich besuchen. Na, dann runter mit euch. Vielleicht kriegst du nachher auch noch was. Guck mal, da kam der Hafenmeister. Hafen von Rechlin. Rechlin Süd. Süd. Genau. Das kann man hier auf der Karte auch nochmal sehen. In der kleinen Müritz. Genau. Hier ungefähr. Ne? Da. Ach nee. Ach, Heino. Ja, hier sind wir. Genau da. Kleine Müritz. Ne? Empfehlen wir auch immer. Da waren wir eben. Sind jetzt einmal kurz nach Rechlin gefahren und dann geht es gleich weiter Richtung Granzow, denke ich. Dass wir gleich nach Granzow fahren. Dann geht es weiter. Ich denke eher, wir fahren hier Hafendorf hoch, Bökermühle und da dann durch den Nationalpark hoch, Federow und wieder zurück. Ich möchte aber da lang. Nee, wir fahren da lang. Ich möchte hier. Nee, wir fahren da lang. Die mal entscheidet. So, dann gucken wir mal, wo der Hafenmeister ist. Hafenmeister hat hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Grillecke. So, das haben wir in Eldenburg nicht. Würde ich mir mal Gedanken machen. Werde ich gleich mal eine E-Mail schreiben an den Basisleiter. Grillplatz für den Hafenmeister. Okay. Dima, du bist mein Zeuge, er hat Ja gesagt. Ne? Ich habe einmal in meinem Leben Ja gesagt, ich bin nicht verheiratet. So, eben ist er uns noch entgegengekommen. Ich glaube, er sitzt in seinem Hafenbüro. Der Hafenmeister hat hier ein Büro? Das ist ja Wahnsinn. Irgendwas mache ich falsch. Wieso, du hast doch auch ein Ich habe Hafenbüro? Container. Ach, hör doch auf. Wollen wir euch mal Ne? vorbeilassen hier? Wenn ihr wollt, gerne. Dankeschön. Hafenbüro. Da ist Doch eben hier. in Rechlin werden die Gäste noch mit einem sogenannten VIP-Bändchen begrüßt. Aha. Sowas haben wir auch nicht in Eldenburg. Aber Und der Hafenmeister Nee. ist nicht. er ist entweder zu Tisch oder zu Bett. Man kann auch nicht einmal privat unterwegs sein. Man muss immer über Arbeit reden. Guck mal, die haben auch ein schönes Spielzeug hier. Oh, das ist was Feines. So was brauchen wir hören. Für die Wasserspiele. Da steht drauf, Vollstrahl, Sprühstrahl und spülen kann man damit auch. Das läuft er weg. Du, der hat dich gesehen. Aufforst. Aufforst. Auch hier der Hafen schon sehr leer. Lauf nicht weg. Der einer von euch der Hafenmeister? Der Hafenmeister aus Eldenburg. Heino mein Name. Der stellt die Frage. Heino, was hast du vor hier? Was treibt dich? Ich wollte euch einfach mal besuchen. Das ist ja schön. Das fällt dir nach 15 Jahren ein. Ich bin Heino. Hi Mike. Na? Wir haben Wochenende, machen so eine kleine Kameratour mit Motorrädern und so weiter und so fort. Okay. Und übergeben den Kollegen kleine Präsente. Wer ist denn jetzt der Hafenmeister? Der junge Mann. Gut. Aber ihr seid ja zu zweit, dann müssen wir euch ja noch eine Ja, Tüte wir da haben vorne noch ranhängen was da. nachher. Ja? Na klar. Hast du auch Flyer mitgebracht? Flyer haben wir jetzt. haben wir nicht mitgebracht, aber die kommen dann demnächst. Da schicken wir unseren Lothar nochmal Ach so, Lothar. Ah, Lothar kommt immer. Nö, der bringt ja euch immer genug mit, dann brauche ich noch nichts. Ja, aber kein Boiler haben wir mitgebracht. Nee, wir haben noch was auf den Wie Motorrädern. viele Beutel wollt ihr denn noch haben? Wie viel seid ihr Für denn? Mikey noch. Für Mikey noch. Mikey. Mikey kriegt auch noch einen Nee, Beutel. ist ein Gast, Das ne? sind unsere Dauerlieder. Sonst Saison gut gelaufen, alles schön. War sehr gut. Viele Gäste von uns hier gewesen. Woran das wohl Auffallend liegt? gewesen, dass die anderen Charterfirmen wenig unterwegs hatten. Ne? Guck mal, ich hatte alle von Wolfgang hier. Ne? Von Fritzi, eure Ja, waren ja. alle bei mir.
So, von euch oben hatte ich massig. Dann schicken wir auch immer her hier. Ist ja schön hier bei euch. Genau. Nein, das war super. Möwennest schmeckt gut. Mehr geht nicht. Ne, ich bin zufrieden. War gut. Und so siehst du, aus Kamerun kommen jetzt noch 2 Hausboote runter. Heute. 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 Er sagt, er ist jetzt los, er braucht noch 3 Stunden. Du musst mal unseren YouTube-Kanal oder weiß nicht, ob du Charter schon. Ja, natürlich. Da hast du das Hausboot-Video, hast du das gesehen? Wo Jörn mich rübergesetzt hat. Gut. Sollen wir euch was vorne noch hinlegen? Ja, oder machen wir. mitkommen, Ich oder? komme mit Heino und wenn Lothar noch mal unten ist, ich brauche unbedingt Flyer. Ich habe nichts mehr. Wir schicken Lothar nochmal Wir schicken rum. Lothar nochmal runter. Ja? Kein Ich Problem. will bloß nochmal kurz die Drohne Lothar wollte auch eine neue hochjagen. Tasse mitbringen. Ist drinne. Ist drin? Natürlich. I like to dance all night. Summer's a day, but that's how I play. Yeah, that's how I play. I said, who are you? No matter who you are. So you dance all night and dance all day. I say, I say. We're gonna build a fire. So, weiter geht's. Du weißt wo lang, Dima? Deine Brille ist schief. Im schönen Wetter macht das gleich noch viel mehr Spaß. Ja. So, hat Spaß gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Kann man wiederholen? Jo. Aber nur wenn ich mal hinten drauf fahren kann. Jetzt bei mir mitfahren? Du bei Heino hinten drauf? Also Vierparker, das ist ja ein Zweisitzer, ne? Ja. Wo mal hinten die Füße rauf hier? Wo So. ist hier? Oh. So, kannst. Hier zwei. Eine Runde fahren? Also ich Nein, glaube, wir fahren so nicht. Wir sterben. ich glaube, das lassen wir lieber. Das schleift das Hinterrad. Ansonsten echt coole Geräte, muss ich sagen. Ja. 80 PS Leistung, also ein bisschen mehr als 80 PS, aber reicht vollkommen aus. Spitzengeschwindigkeit hatten wir, 154 gestern Abend. das ist völlig in Ordnung, finde ich. Ja, positives Feedback gab es natürlich in den anderen Häfen auch. Haben sich alle gefreut, dass wir mal da waren. Mike aus Rechlin hat sich besonders gefreut. Liebe Grüße an Mike, auch an der Stelle.
Ja, es wird einen zweiten Teil geben. Wir werden noch mal losfahren, definitiv. Wann müssen wir mal gucken, dass das Wetter so ein bisschen passt. Vielleicht in die andere Richtung, dass wir mal Richtung Schwerin fahren. Ne, die Oh ja. Müritz-Wasserstraße, Plau, Lübs, Popsin, ist glaube ich auch eine interessante Sache. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Den Brückenwärter aus Plau, den müssen wir definitiv besuchen. Ja, Ne? Detlef. Detlef, genau. Detlef macht dich auf was gefasst. Wir kommen. Wir bringen auch eine Tasse mit. Ja. Freut er sich wieder. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir hatten ihn. Bis bald. Ciao.